Hallo, hier ist Andrea. Wenn du lernen möchtest, wie man so ein Ornament für eine Kette macht, dann bleib dran. Im Video knüpfe ich die Kette in Rot. Das benötigte Material findest du hier. 3 Fäden mittig oben einklemmen. Den linken Faden als Leitfaden über die beiden anderen legen und jeweils einen doppelten Halbschlag um diesen Leitfaden herumknoten. Drei zusätzliche Fäden mittig mit doppeltem Anker auf diesen Leitfaden draufknoten. Das linke Leitfadenende unter der Klammer hervorholen und darauf ebenfalls 3 Fäden mit doppeltem Anker draufknoten. Dieses Flachgarn ist so glatt, dass ich den Leitfaden rechts festklemme, sonst rutscht er durch, wenn ich am anderen Ende ziehe. Die 8 mm Perle auf einen oder beide senkrechten Fäden, die von oben kommen, drauffädeln. Wenn beide durchgehen, okay. Wenn nur einer durchgeht, führst du den anderen unter der Perle durch und knotest ihn so an, als ob er durch die Perle durchgegangen wäre. Jetzt bleiben die beiden Leitfäden, die wir gerade zusammengeknotet haben, weiter Leitfäden und wir machen mit den beiden Nachbarfäden eine kleine Raute mit 4 Schlingen, einen Rippenknoten nach innen und einen nach außen. Wir fügen noch eine halbe Raute an, also um den gleichen Leitfaden einen Rippenknoten nach unten machen. Jetzt 2 Fäden überspringen, die kommen erst später dran, und auf die nächsten 4 Fäden machen wir ebenfalls
1,5 Rauten, wie gerade eben gezeigt, aber am Anfang machen wir einen Rückwärtsknoten mit den beiden mittleren. Bei einem Rückwärtsknoten zieht man den Knotfaden stramm, nicht den Leitfaden. Wieder 2 Fäden überspringen und mit den nächsten 4 Fäden die 1,5 Rauten wiederholen, ebenfalls mit einem Rückwärtsknoten in der Mitte. Jetzt falten wir einen neuen Faden zur Mitte, legen ihn unter den rechten Faden, der von oben kommt, und knoten den neuen Faden vertikal an und schieben den Knoten nach oben. Dann gehen wir mit dem linken Ende des neuen Fadens unter den linken Faden, der von oben kommt, und knoten das linke Fadenende auch vertikal an. Jetzt werden diese beiden Knotfaden, die nach außen zeigen, unten drunter durchgeholt und machen jetzt einen Rippenknoten nach innen. Dann fädeln wir auf diese beiden Knotfäden eine Perle, und zwar kreuzen wir die Knotfäden durch die Perle durch. Wir falten einen neuen Faden zur Mitte und knoten den vertikal auf den Leitfaden. Der neu angeknotete Faden geht jetzt unter den Faden, der aus der Perle kommt, und macht um diesen einen Rippenknoten. Jetzt nimmst du den neuen Faden, der nach außen zeigt, und machst ein Mini-Würmchen mit 3 abwechselnden Halbschlägen und einem doppelten Halbschlag nach außen. Am Schluss des Würmchens deswegen ein doppelter nach außen, damit deine Schlingen nach unten zu liegen kommen. Dann sieht das Würmchen glatt aus. Den Würmchenleitfaden jetzt mit einem Rippenknoten auf den Fadenknoten, der aus der Perle kommt.
Dann knotest du noch den Würmchenknotfaden auf denselben Leitfaden und dann machst du ein Würmchen mit 5 abwechselnden Halbschlägen und einem doppelten Halbschlag, sodass dein Knotfaden dann nach unten zeigt. Die gleiche Prozedur wiederholst du jetzt auf der anderen Seite. Gut aufpassen, welcher Faden aus der Perle kommt und welcher von oben herunter kommt. Und dann knotest du wieder deinen neuen Faden vertikal an. Jetzt suchst du die beiden mittleren Fäden heraus und machst mit denen einen Rückwärtsknoten genau über der Perle. Ein Rückwärtsknoten beginnt wie ein normaler Rippenknoten, aber dann zieht man den Knotfaden stramm und lässt den Leitfaden locker. Es folgt eine kleine Raute. Die Raute bitte nicht schließen, auch wenn ich sie jetzt hier geschlossen habe. Ich habe den Knoten nachher wieder aufgemacht, weil mein Muster dann doch anders weitergehen wollte, als ich das zuerst geplant hatte. Dieses Muster wiederholst du jetzt noch zweimal. Einmal zeige ich es noch und das nächste Mal kannst du dann probieren, ob du es schon auswendig kannst.
Jetzt binden wir das lange Würmchen an die halbe Raute an. Und zwar geht der Leitfaden des langen Würmchens unter den Leitfaden der halben Raute und macht einen Rippenknoten nach innen. Danach auch der Knotfaden des langen Würmchens macht einen Rippenknoten nach innen. Jetzt haben wir auf diesem Leitfaden von der halben Raute 3 Fäden, die da rauskommen. Wir nehmen den innersten als Leitfaden nach außen und knoten die anderen beiden Fäden drauf. Es folgen 2 abwechselnde Halbschläge und ein Rippenknoten nach links. Ein vertikaler Rippenknoten. Das gleiche Muster machst du jetzt spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Es geht ein bisschen eng zu hier in der Mitte. Da musst du genau prüfen, welcher Faden wo herauskommt und die alle schön nebeneinander legen, damit du nicht den falschen nimmst. Mit den beiden mittleren machst du jetzt wieder einen Rückwärtsknoten. Der Knotfaden wird stramm gezogen. Der Leitfaden, der am Anfang Leitfaden ist, rutscht nach oben. Dann knotest du den Leitfaden von diesem Mini-Würmchen auf deinen mittleren Leitfaden. Einen Rippenknoten nach innen, einer nach außen. Würmchenleitfaden suchen, der knotet auf den inneren Leitfaden. Und wir schließen diese kleine Raute mit einem Rückwärtsknoten. Dieses Muster wiederholst du jetzt noch 2-mal. Einmal zeige ich es noch und das zweite Mal schaffst du es dann schon selber.
Jetzt knüpfst du noch das dritte Verbindungselement. Wenn du das geschafft hast, suchst du die Stelle, wo die beiden Würmchen, die dicht um die Perle herumgehen, sich kreuzen und fädelst dann auf die beiden unteren Fäden eine Tropfenperle drauf. Wenn die Perle, so wie bei mir hier, ein sehr kleines Loch hat, musst du es anders machen. Dann fädelst du nämlich nur auf einen Faden deine Perle. Dazu muss ich den untersten Knoten nochmal aufmachen und umknote jetzt beide Leitfäden mit einem Knotfaden. Ein Halbschlag nach links und einer nach rechts. Dann fädle ich meine Perle auf einen von diesen beiden Fäden und mache unten drunter einen einfachen Knoten. Dann kannst du die 8 Restfäden unter der Perle abschneiden und verschmoren. Diese Tropfenperle dient jetzt der Orientierung. Da, wo die Tropfenperle ist, ist unten. Den Rückwärtsknoten von der Raute muss ich nochmal aufmachen, denn das muss ein Rippenknoten sein, der Anfang von einem Würmchen. Der linke Rautenfaden wird der Leitfaden von meinem Würmchen. Ich lege den oben drüber, über den anderen Leitfaden und knote den anderen Faden mit Rippenknoten an. Auch den Knotfaden knote ich noch auf den Leitfaden. Es folgt ein Würmchen mit 11 abwechselnden Halbschlägen und dann einem doppelten Halbschlag. Der erste Faden, der jetzt von oben herunterkommt, macht einen Rippenknoten um den Würmchenleitfaden. Der Knoten soll ganz dicht dran sein, am restlichen geknüpften, und das geht am besten, wenn du viele Stecknadeln steckst. Wenn es wackelt, dann geht der Knoten oft nicht dicht dran an die vorige Reihe. Es folgt ein Würmchen mit 4 Halbschlägen und einem doppelten Halbschlag. Das Würmchen jetzt nach links biegen und den Leitfaden des Würmchens auf diesen linken Nachbarfaden knoten. Der nächste Faden macht auch einen doppelten Halbschlag. Und dann suche ich mir die 4 Rautenfäden heraus. Dieser Faden hier wird nicht mehr gebraucht. Einen vertikalen Rippenknoten nach rechts und wieder einen Rippenknoten nach links. Noch ein Würmchen mit 7 Halbschlägen und einem doppelten Halbschlag knoten. Der Würmchenleitfaden bleibt Leitfaden
und der Knotfaden vom Nachbarwürmchen macht einen Rippenknoten darauf. Der Würmchenleitfaden wird jetzt zum Knotfaden und knotet auf den Nachbarleitfaden einen vertikalen Rippenknoten nach rechts und wieder einen Rippenknoten nach links. Ein Rippenknoten nach innen machen, 4 abwechselnde Halbschläge, und dann noch einen Rippenknoten nach außen machen. Die Raute rechts über links schließen. Das gleiche wird auf der anderen Seite wiederholt. Manchmal, wenn man beim Anknoten eines Würmchens den Leitfaden zu fest herzieht, schieben sich die Schlingen übereinander. Dann schiebt man sie einfach wieder auseinander. Die Schlingen kann man ja auf dem Leitfaden hin und her schieben.
2 3,5 mm Perlen. Du kannst auch andere Perlen nehmen. Sie sollten einen Abstand von ungefähr 7 mm überbrücken. Jetzt knote ich mit dem längeren der beiden Fäden um den kürzeren einen Rippenknoten nach links, dann 15 abwechselnde Halbschläge. Und dann nochmal einen Rippenknoten nach links. Das Würmchen wird jetzt befestigt, indem der Perlenleitfaden den Würmchenleitfaden mit einem Rippenknoten umknotet. Jetzt machen wir noch ein Würmchen mit 14 Halbschlägen und einem doppelten Halbschlag. Der Würmchenleitfaden wird jetzt mit einem Rippenknoten umknotet, ganz dicht dran an das obere Würmchen. Jetzt machen wir noch eine kleine Schnecke mit 6 Halbschlägen und einem doppelten Halbschlag. Wenn das Knotfädchen zu kurz ist, um eine Schlaufe zu legen, dann legst du einfach mit dem Leitfaden eine Schlaufe, stülpst die über den Knotfaden und ziehst aber dann den Leitfaden stramm. Aus dem Würmchen machen wir jetzt eine kleine Schnecke. Der Würmchenleitfaden und der Würmchenknotfaden werden beide auf die Rückseite der Schnecke gebracht. Dazu hilft eine Stopfnadel. Jetzt wiederholst du das Gleiche auf der anderen Seite. Dann kannst du alle Fäden abschneiden und verschmoren. In die Ösen rechts und links oben hängst du jetzt deine Fäden für die Bindebänder ein. Das kannst du auf verschiedene Art und Weise machen. Du kannst 2 Fäden mittig einhängen, einen einfachen Knoten machen und diese dann verzwirnen. Ich habe dir oben einen Link eingefügt, wo du siehst, wie man verzwirnt. Oder mit 2 Fäden eine alternierende Halbschlagskette machen,
Link ebenfalls oben, oder das Bindeband mit einer geknüpften Öse befestigen, Link ebenfalls oben. Auf meinem YouTube-Kanal findest du auch zahlreiche Tutorials für Knöpfe, ganz aus Makramee. Viel Spaß beim Nacharbeiten und tschüss bis zum nächsten Projekt.